Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der EU19 Serverstart ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, trotzdem möchte ich nochmal auf die Anfänge zurückkommen, denn bei diesem Serverstart habe ich grundlegend was anderes gemacht, als ja, wie ich sonst einen gewöhnlichen Serverstart spiele. Und zwar geht es um die Arena-Angriffe. Ja, die Arena-Angriffe habe ich ansonsten meistens immer am Ende des Tages genommen. Einfach aus dem einfachen Grund, ja, je höher man so im Level ist, ne, bis Stufe 393, umso höher geht auch die XP. Das heißt, wenn ihr jetzt mit Stufe 1 zum Beispiel die Arena-Angriffe macht, dann bekommt ihr nicht so viel XP, als wenn ihr am Ende des Tages die Arena-Angriffe macht und keine Ahnung, Stufe, was weiß ich, zum Beispiel 30 seid und damit halt die Arena-Angriffe macht, dann bekommt ihr halt mehr XP. So, das war bisher immer so meine Denkweise gewesen, ja, und so habe ich bisher auch immer gespielt gehabt. Das heißt, ich habe mir so die ganzen Sachen für ein Ende des Tages immer zum Schluss aufbewahrt, auch sowas wie das Glücksrad, ne? Was ich ja heutzutage immer noch so machen würde, so, ne? Also da sollte man trotzdem immer noch bis zum Ende des Tages warten. Aber mit der Arena habe ich dieses Mal was anderes ausprobiert und das hat sehr, 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 sehr gut geklappt. Und zwar kommt der neue Dungeon ins Spiel, also der neue Dungeon, der quasi zum Anfang des Games hinzugefügt worden ist, und zwar das Trainingscamp, was man bei den Dungeons mit Stufe 2 freischaltet und danach halt verschwindet. Also wir sehen es ja jetzt hier nicht mehr. Ja, und das macht irgendwie nochmal einen wesentlichen Gamechanger aus, muss ich mal so sagen. Und zwar gibt es jetzt diese Strategie, dass wenn man seine Arena-Angriffe gleich auf Stufe 1 macht, ja, also ihr greift auf Stufe 1 in der Arena an und quasi macht eure Kämpfe direkt zum Start des Serverstarts, ja, dann könnt ihr durch die Erfahrung von den Arena-Angriffen, ja, könnt ihr Stufe 2 erreichen. Das ist möglich. Mensch, jetzt verliere ich hier die ganze Zeit. Ja, moin. Ja, ach komm, ist auch scheißegal. Das ist möglich, das geht. Ja, ihr könnt durch die Arena-Angriff XP Stufe 2 erreichen. So, und was ihr dann halt eben freischaltet, ist das Trainingscamp. Ne? Und im Trainingscamp, in dem ersten Trainings-Dungeon, der jetzt halt eben neu ist in Shakes and Fidget, dort könnt ihr halt eben die ersten Gegner auch besiegen mit ja, Stufe 1, Stufe 2. Also mit Stufe 2 dann kann man halt erst ab Stufe 2 freischalten, so. Aber ab da könnt ihr schon die ersten Gegner besiegen und durch den Trainingscamp-Dungeon schafft ihr es tatsächlich, Stufe 3 zu erreichen. Ja, ihr müsst vielleicht nochmal hier und da einen kleinen, ja, was weiß ich, vielleicht einen kleinen Skip machen oder vielleicht ein kleines Item holen irgendwie oder so. Aber in der Regel schafft man das eigentlich so relativ gut. Und dadurch habe ich was geschafft, was ich bisher noch nie geschafft habe und was ich eigentlich sehr, 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 sehr krass finde. Und zwar könnt ihr Stufe 3 erreichen, ohne dass ihr ja, ein einziges Stückchen Abenteuerlust gespielt habt. So, und das ist, finde ich, ein riesen Gamechanger. Ja, denn was ihr dadurch bewirkt, ist halt eben, dass ihr nicht mit Stufe 1 eure Abenteuerlust anfangt, sondern mit Stufe 3 auf einmal. Ja, und ihr wisst ja auch, umso höher man im Level ist, ne, bis halt eben zu diesem Kipppunkt von Stufe 393 so, ne, umso höher man im Level ist, umso besser wird dann halt eben auch die Abenteuerlust in Bezug auf die XP als Beispiel. Ne. Bis dahin geht die XP-Kurve noch hoch, deswegen sagt man ja auch immer, ne, guckt erst, dass ihr zum Beispiel beim Serverstart die Dungeons cleart, bevor ihr in die Abenteuerlust reingeht, damit ihr mit einem höchstmöglichen Level Abenteuerlust questet. So, ne? Und ja, durch dieses neue Trainingscamp ist halt ein zusätzlicher Free Dungeon dazugekommen, der es halt einen ermöglicht, ja, mit Stufe 3 quasi in die Abenteuerlust reinzustarten, ohne dass man überhaupt einmal einen Fuß in die Taverne setzen muss. Und das ist ziemlich, ziemlich krass, denn ja, durch diesen Trick, sag ich mal,
ja, questet ihr nicht auf einmal mit Stufe 1 schon, sondern mit Stufe 3 direkt schon, ne? Und das macht einen wesentlichen Unterschied aus, denn ja, dadurch habt ihr halt viel bessere Alu auf einmal als mit Stufe 1. Und ja, wenn ihr jetzt noch eine gute Gilde habt, die, ja, sagen wir mal, ihre Ausbauten alle zum Anfang auf Lehrmeister 6-4 pushen oder halt eben 5-5, ne? Aber die meisten sollten halt 6-4 pushen zum Anfang des Serverstarts. Dann habt ihr eine sehr gute Grundlage, eine sehr gute Basis, um halt eben richtig viel Abenteuerlust zu sparen oder mit möglichst wenig Abenteuerlust Stufe 10 zu erreichen. Ja, und das hatte ich mal diesen Serverstart getestet und habe dann mal mit Stufe ja, 3 eine 2 Minuten 50 Quest angenommen und wir hatten schon gute Gildenboni gehabt und was dann rausgekommen ist, ist krass. Ja, ich bin von Stufe 3 auf Stufe 7 gekommen mit 2 Minuten, ja, mit einer 2,5er Quest. Also ich war Stufe 7, ja, und habe noch 97,5 Alu und habe bisher nur eine einzige Quest gespielt. Ne? Und das ist halt ziemlich krass. Was ich danach gemacht habe, ist folgendes. Ich bin danach zurück ins Trainingscamp, ja, habe mein Gold verskillt, habe mir eine neue Waffe geholt und habe dann die, ja, restlichen Trainingscamp-Gegner besiegt, beziehungsweise bin ich dann halt eben so weit gekommen, wie ich kommen konnte im Trainingscamp und habe dann dadurch Stufe 8 erreicht und mit Stufe 8 habe ich dann nochmal eine Quest gemacht. Und ja, dann bin ich von Stufe 8 auf Stufe 9 gekommen und ja, habe es nicht ganz geschafft, Stufe 10 zu erreichen. Und dadurch, dass wir aber noch sowas offen hatten, wie zum Beispiel hier die täglichen Belohnungen und sowas, konnte ich halt eben ganz knapp mit dann der zweiten Quest Stufe 10 erreichen. Ja, also ich habe mit 2 Quests Stufe 10 erreicht und das ist halt eben, ja, sehr, sehr, sehr Abenteuerlust sparend und hier könnt ihr euch dann halt eben, ja, schon einen guten Start direkt hier sichern, indem ihr halt eben Stufe 10 seid mit 93,75 Alu. Rest habe ich das noch geschafft, also ich habe noch kein Bier verbraucht, ne? Das ist das Einzige, was ich verbraucht habe hier, um Stufe 10 zu erreichen. Und so günstig habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie Stufe 10 erreicht, ne? Wie gesagt, das geht aber auch nur, wenn ihr wirklich eine gute Gilde habt, die die Gildenboni schon, ja, top ausgebaut haben. Ich weiß nicht, ob das möglich ist mit einer Gilde, die halt eben zum Anfang nicht so hart reinpusht. Das kann ich euch nicht garantieren, weil ich habe es auch ganz knapp nur geschafft, muss ich sagen. Ich hatte halt, wie gesagt, auf Stufe 3 gepusht mit Arena und Trainingscamp. Dann auf Stufe 7 mit einer 2 Minuten 50 Quest, also 2,5er Quest. Ja, dann nochmal zurück ins Trainingscamp auf Stufe 8 und dann habe ich halt eben nochmal die zweite Quest gemacht. Dann bin ich knapp auf Stufe 10 gekommen, auf 9. Da fehlte mir noch ein ganz kleines bisschen und dann halt eben mit der täglichen Aufgabe, weil man halt hier eben auch nochmal die XP bekommt, habe ich dann halt eben die glatte Stufe 10 erreicht und so insgesamt dann halt eben ja, mit der Daily Quest, mit dem Trainingscamp, mit der Arena und halt eben 2 Abenteuerlust ja, Quests, die ich gemacht habe, Stufe 10 erreicht. Dann halt eben, ne? Und genau, von dort aus dann halt eben equipped, Sammelalbum gepusht und dann ging es halt dann eben richtig voran, ne? Das war ein Serverstart, beziehungsweise ja, ein Start auf Stufe 10, wie ich es bisher noch nie gespielt habe und ich muss sagen, das ist sehr, sehr Abenteuerlust sparend und ich glaube, es bringt tatsächlich mehr die Arena-Kämpfe zum Anfang zu benutzen, weil ihr halt eben dadurch effektiv, ja, 2 Level direkt mehr bekommen könnt durch das Trainingscamp und halt eben die Arena-Angriffe. Ja, und ich glaube, das bringt mehr, als wenn ihr am Ende des Tages die Arena-Angriffe macht. Und ja, da halt eben, keine Ahnung, zwar auch XP bekommt, aber sich das nachher nicht mehr wirklich so auf das Level auswirkt, so krass, ne? Also die XP zum Anfang wirkt sich
mehr auf das Level aus und hat mehr Impact als nachher die XP später. Klar, ihr bekommt zwar mehr XP, weil ihr auch höher im Level seid natürlich, ne? Aber das hat nicht mehr diesen Impact auf das Level an sich so, ne? Und ja, dadurch spart ihr zum Anfang relativ gut Abenteuerlust. Ich werde, glaube ich, die nächsten Serverstarts auch so spielen, wie ich es hier gemacht habe, wenn man halt eben die dementsprechende Gilde am Start hat. Das muss man auch dazu sagen, weil wie gesagt, die Stufe 10 war bei mir halt auch wirklich eine Punktlandung. Ja, viel mehr hätte ich da nicht riskieren können. Ich hatte auch meine 2 Quests, die ich gequestet habe. Die habe ich auch mit 3 Sternen abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn die nur ja, 2 Sterne oder so gehabt hätten. Also es hat auf jeden Fall alles gepasst oder es muss wahrscheinlich alles passen, damit ihr Stufe 10 erreicht mit 2 gespielten Quests. Ne? Also das finde ich schon krass. Ja, schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare rein, ob ihr diese Taktik schon kanntet, was ihr von dieser Taktik ja, was hältst du so von der Taktik? Also, keine Ahnung. Also, ich finde es halt interessant auf jeden Fall. Es ist eine neue Herangehensweise für mich. Ich hatte schon mal gehört, dass manche auch zum Anfang Arena machen, so, ne? Aber ja, jetzt in Kombination mit dem Trainingscamp, wo man dann nochmal ein zusätzliches Level bekommt, bevor man überhaupt die Abenteuerlust anfassen muss, finde ich halt dann schon sehr, sehr cool. Und dann mit Stufe 3 direkt Dialo zu starten. Ja, ihr seht das ja hier, ne? Stufe 3 und noch nicht einmal Alu gequestet und ich bin ready. Ja, also das war schon sehr cool und auf jeden Fall ja, eine neue Herangehensweise für mich bei diesem Serverstart. Ne? Ja, aber das war es erstmal soweit von mir. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal rein. Vielleicht spielt ihr in Zukunft auch mit dieser Taktik oder ja, ihr macht halt vielleicht trotzdem die Arena-Angriffe am Ende des Tages. Ne, das müsst ihr halt selbst entscheiden, aber ich denke mal, wenn ich eine gute Gilde habe, dann werde ich das demnächst wahrscheinlich nochmal machen, weil das ist ganz gut gelaufen auf jeden Fall, muss ich so sagen. Ne? Freunde, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.